Vom Shape her weitestgehend unverändert, aber mit völlig neuem Laminataufbau geht das Ozone Code V3 ins Rennen. Eine deutliche Änderung hat die Bodenkurve erfahren, da haben wir hier nur noch 4,5 cm Rocker. Ein leichteres Bordgewicht und eine flachere Rockerlinie gegenüber seinem Vorgänger führen zu spürbar besseren Angleiteigenschaften. Das macht gerade auch im Vergleich in dieser Klasse das Code V3 immer noch nicht zum absoluten Frühgleiter, aber wir erreichen hier doch durchwegs gute Leistungen. Die erwähnten Komponenten sowie auch die Änderung im Laminat, also der höhere Anteil an Kohlefaser, führt hier zu insgesamt einem spritzigen Beschleunigungsverhalten und insgesamt auch einem lebendigeren Bordgefühl. Und das nun etwas bessere Gleitvermögen hilft dem Board natürlich auch auf dem Anwendkurs. Auch bei unterschiedlicher Belastung des Boards fällt hier das Höherlaufen insgesamt einfach. Durch die auch etwas flachere Bodenkurve ist die Gesamtabstimmung bei gleichem Finnen-Setup etwas fester, also nicht ganz so loose wie beim Vorgängermodell. Dabei liegen wir insgesamt bei einem mittleren Wert. Im Punkto Drehfreude, da übernimmt das Code V3 das wirklich schöne Bild des Vorgängers zu 100%. Wir haben jetzt in dem Kantenbereich keine Bevels mehr, die sind halt jetzt das konkav durchgezogen bis auf die Kante. Dadurch ist die Führung beim Carven insgesamt noch einen kleinen Tick konkreter und auch die etwas geringere Bodenkurve ist immer noch stark genug, um eine wirklich schöne, enge Drehfreude mit vollem Zug auf der Kante zu ermöglichen. Bei der Kontrolle des Code V3 gibt es weiterhin überhaupt nichts auszusetzen. Das Board ist insgesamt einfach zu kontrollieren und das auch in unterschiedlichsten Bedingungen, ob es Kabelwasser ist oder Glattwasser mit komplizierteren Tricks oder im Chop gefahren. Und auch in puncto Laufruhe ist die Bodenkurve immer noch stark genug, um ein gutes Dämpfungspotenzial alleine durch die Form des Brettes aufnehmen zu können. Unabhängig davon ist die Patch-Laufen-Kombination mit einer ebenfalls guten Dämpfung ausgestattet. Beim eingehakten Springen haben wir auch klar gemerkt, dass die höhere Geschwindigkeit einerseits den Ankantvorgang minimal verändert. Hier braucht man nicht mehr so eng und progressiv ankanten, sondern kann es auch etwas langgezogener angehen lassen. Zudem fühlt sich der Kantengriff hier insgesamt etwas konkreter an als beim Vorgänger. Das gibt dem Board insgesamt nochmal ein klein wenig mehr sportliche Note. Es ist leistungsstärker, aber man muss auch noch etwas präziser fahren als beim Vorgänger. Ein Punkt, der für leichtgewichtige Big Air Aspiranten interessant ist: die Tipps bei dem Code sind nicht so breit und wir haben diesen leichten V-Bottom, sodass auch bei geringem Körpergewicht hier ein schnelles Ankanten mit viel Druck möglich ist. Und schön bleibt weiterhin natürlich halt hier das Landen, was einerseits eine sehr schöne Dämpfung hat, egal bei welcher Geschwindigkeit, und auch beim Einsetzen auf dem Wasser hier stets eine gute Führung zu vernehmen ist. Klar, den Job eines eher Freestyle-orientierten Freeride-Boards übernimmt das hauseigene Torque dementsprechend noch besser als das Code V3. Aber man kann hier schon die bessere Rückstellfähigkeit aufgrund der Laminatkonsistenz deutlich leistungssteigernd spüren. Bei den Landungen gibt es nichts zu meckern, da auch hier immer stets eine saubere und auch leicht korrigierbare Position des Brettes auf dem Wasser eingenommen wird. Das Code V3
in der von uns getesteten Länge von 1,38 x 41 ist weiterhin ein guter, jetzt im Vergleich zum Vorgänger minimal sportlicherer Allrounder als sein Vorgängermodell, was die hauptsächlichen Stärken in seiner Drehfreude und Kontrolle besitzt. Die kleinen Änderungen haben hier aber die Spritzigkeit und auch die Performance im Freestyle-Sektor nochmal etwas steigern können. Insgesamt ist die Gesamtabstimmung ein klein wenig sportlicher ausgefallen als beim Vorgänger, was auch vom Fahrkönnen minimal höhere Anforderungen stellt als das Code V2. Das bezieht sich im Wesentlichen darauf, wenn man das Maximum an Leistung bei diesem Board herausholen möchte. Für denjenigen, der mit geringem Fahrkönnen unterwegs ist, ist es genauso unkompliziert und einfach zu handeln und sehr komfortabel wie auch das Vorgängermodell. Als etwas sportlicher Freerider mit einem Körpergewicht zwischen 60 und 80 Kilo bietet das Ozone Code V3 einen schönen Einsatzbereich.